Willkommen an alle. Oh, yeah, it's different now. Let's kneel. I will start with a silent word of prayer. Ich möchte mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. Just had to write something down. Musste nur noch kurz was hinschreiben. This morning we had to interrupt our conversation. Heute Morgen mussten wir unsere Konversation unterbrechen. We had actually quite, I think, a nice discussion about baptism. Wir hatten eine gute Diskussion über die Taufe. So through input, we asked ourselves the question, is baptism still needed? Und durch den Input haben wir uns gefragt, ist die Taufe immer noch notwendig? I asked, in order to figure out if baptism is still needed, what other questions should we ask ourselves? Und ich habe gefragt, wenn wir uns fragen, ob die Taufe immer noch notwendig ist, welche weitere Frage müssen wir uns noch stellen? And you all agreed with me, at least the people in this room. Und ihr habt alle mit mir übereingestimmt, dass wir verstehen sollten, für was denn die Taufe überhaupt da ist. Für was ist die Taufe? In order to solve if we would still need it or not. Um das Problem zu lösen, ob wir die Taufe immer noch brauchen oder nicht. So we went to two quotes in the spirit of prophecy. Und somit sind wir zu 2 Zitaten gegangen in der Geist der Wahrsagung. One quote was showing how baptism is the entrance of the kingdom of God. Ein Zitat hat gezeigt, wie die Taufe dieser Eingang ins Königreich Gottes ist. And the other quote from Messages to Young People. Und das andere Zitat von Ruf an die Jugend was about the title and the fitness. Ging um diesen Anspruch auf und diese Eignung, also diese Fitness. We saw that at baptism you receive the title, the right to be in heaven. Und wir haben gesehen, dass an der Taufe man diese Eignung hat, dieses Recht auf den Himmel, dieses Anspruch, aber das ist nicht genug. You still need the fitness for heaven, which is sanctification. Man braucht immer noch diese Fitness für die Himmel, welches die Heiligung ist. Be very familiar to us because we're Adventists. Und das sollte sehr vertraut für uns sein, weil wir Adventisten sind. And it should be also very familiar to us because of the line of the 7 steps of salvation. Und es sollte auch sehr vertraut für uns sein, weil es die 7 Schritte der Erlösung sind. So we went off a little bit to look at marriage, if you remember. Und somit sind wir ein bisschen weiter weggegangen vom Thema und haben uns die Ehe angeschaut. And I suggested that we have this stereotypical idea in society that the wedding is kind of the highest point you can get to in your life. Und ich habe aufgezeigt, wie stereotypisch eigentlich diese Hochzeit, dieser Höhepunkt ist von einer Frau, dieser Höhepunkt, den eine Frau haben kann. Is considered like the end, the goal. Und dass die Hochzeit so angesehen wird wie dieses Ende, dieses Ziel. Marriage is not the end, it's the beginning. Und wir wissen, dass die Ehe nicht, oder diese Hochzeit nicht das Ende ist, sondern der Anfang. I suggested that it's the same with baptism. Und ich habe vorgeschlagen, dass es das Gleiche ist wie mit der Taufe. Taufe. Think, oh, baptism is the goal. Wir mögen denken, ja, die Taufe ist das Ziel. But it's the end, the achievement. Oder dass es dieses Ende ist, diese Errungenschaft. But it's just the beginning. Aber es ist eigentlich nur der Anfang. So, what happens when you get married? Was passiert, wenn man heiratet? What happens to your life?
Was passiert mit deinem Leben, wenn du heiratest? So obviously, I don't know everyone well enough to know if they are married or if they have been married. Also or want to get married very soon. Ich kenne nicht jeden, wo ich weiß, er war verheiratet oder ist verheiratet oder möchte bald heiraten. But again, people here in the group, please participate. Aber Leute, die hier sind, aber auch in der Gruppe hier online, können gerne mitmachen. I think everyone has been in love. Also ich denke, jeder war schon mal verliebt. How does this feel like? Und wie fühlt sich das an? Rosie. O que é estar apaixonado? So, what it means to be in love? Yes. Also was es bedeutet, verliebt zu É sein? como se fosse algo muito forte, It's very strong. é muito Es ist sehr bom stark, It's very es fühlt sich nice. sehr gut an. e é como se a gente quisesse viver aquilo tudo de uma vez. And it feels like as if we wanted to live it all at once. Und es fühlt sich so an, als ob man alles auf That's a good einmal description. leben möchte. Das ist eine gute Beschreibung. When you get married, Also wenn du heiratest, are you still in love? bist du dann immer noch verliebt. Maybe a difficult question or not as black and white. Vielleicht ist das eine schwere Frage oder vielleicht nicht so schwarz und Go weiß. ahead. Eu acho que sim, que talvez, não é, depende de quando você se casa. I believe yes, but actually it depends on when you get married. Se é um relacionamento que dura 1 ano e meio, 1 ano e já se casa, Aber es kommt drauf an, wann So man if it's a geheiratet. relationship that endures for like 1.5 years and then you get married right afterwards. eu penso que ainda existe a paixão, um pouco de paixão ali. Wenn die So I Beziehung erst believe nur there's 1,5 Jahre still ist und dann some heiratet man, love, sickness dann left ist da or immer noch passion ein left. Yeah. bisschen Mas junto com o dieses casamento Verliebtsein. tem todo o peso da responsabilidade de viver uma vida a dois, dessa independência, de se sustentar, de etc. But with marriage comes all the weight of responsibility Aber mit der to Ehe kommt all manage dieses a life Gewicht der of two Verantwortung, persons now and dass everything man that comes 2 with it. Personen jetzt regulieren muss und alles, was dann mit So- sich kommt. If you marry after 1.5 years, you're not in love anymore. Also wenn du heiratest nach 1,5 Jahren, da bist du nicht mehr verliebt. Mais ou menos. Mais ou menos. Mehr oder More or weniger. less. Okay, Gabriella, let's see what she says. Gabriela, schauen wir, was sie sagt. So I would say that you can still be in love, Eu diria, tem Also como ich würde você sagen, continuar Man kann apaixonada, immer noch but in it's Liebe something that sein, you need to verliebt nurture, sein. that you work on daily. mas Aber es ist é algo etwas, que das man você täglich precisa daran arbeiten nutrir, que muss. você precisa fazer diariamente. I don't think it's just something that you wake up every day and you're like over the moon all the time. Não é algo que, Es ist como nicht etwas, despertar das todos os plötzlich dias e aufhört, você está com os seus sentimentos lá no céu, But it's something that you put effort into every day, that you invest in to nurture this feeling, this spark that you initially had. mas é algo que você precisa aber es ist etwas, wo du investir, darin manter esse investieren musst, sentimento, essa damit es, faísca inicial weiter so para gehen ela kann. não se apagar. Drop the mic, right? Anyone else? Gabriella? I do Gabriel? recall Tamina talking about courtship. Also ich erinnere mich dann, dass Tamina über Courtship geredet hat. He gave a series on classes on that, and he would mention scientific studies.
Und er hat wissenschaftliche Studien erwähnt. It's not only Tamina saying it, but also you can read it in literature. Man kann, das sagt nicht nur Tamina, sondern man kann es auch lesen. That this feeling of being in love is connected to hormonal changes, and it can be determined to a period pretty much precisely to 1 to up to 2 years approximately. Aber so wissenschaftlicher kann man sehen, dass es ungefähr 2 Jahre lang dauert, wo man diese Hormone hat, diese Gefühle, verliebt zu sein. So as it was commented at the beginning, if you are still in love when you get married, depends very much how you have your courtship when you get into engagement, etc. Also deswegen hat man auch diese Courtship, wenn man jemanden kennenlernt und in diesem so verliebt ist. There was a comment online in German, so I translated. Es gibt einen Kommentar online in Deutsch, deswegen übersetze ich den Kommentar. Love should always be the same. Die Liebe sollte immer gleich sein. And every day you grow in the unity of love. Und jeden Tag wächst man mehr in der Gemeinschaft der Liebe. Okay, so here we go again. We go a little bit off the path, but I think it's worth it. Also wir kommen hier wieder ein bisschen vom Thema ab, aber ich denke, das ist es wert. Do you see when I'm here? Okay. Also seht ihr es, wenn ich hier schreibe? So since we're asking what happens when you marry? Also, weil ihr fragt, was passiert, wenn man heiratet? Maybe we should draw that out. Vielleicht sollten wir dann das aufzeichnen. So, this is marriage. Das ist die Ehe. And here's courtship or dating also or whatever. Dort war die Eheschließung und da vorne ist dieses Courtship oder Daten oder wo man sich kennenlernt, wie auch immer man es nennen will. Das ist die Zeitperiode der Courtship. So there were comments already made. Da wurden bereits Kommentare gemacht. So let's go through this process. Also lasst uns durch diesen Prozess gehen. How do you fall in love with someone? Or what happens when you fall in love with someone? Was passiert, wenn du dich verliebst in eine Person? You normally want to be closer to them all the time. Also normalerweise willst du näher mit dieser Person sein? Yes, give me more. Ja, gib mir mehr. So when you want to be close to someone, now you have the mic, huh? Yeah. Okay, let's take Barbara first. You go first. Okay. Also, você Barbara? fica cego con algunos defeitos da pessoa porque está apaixonado. You become blind to certain defects of that person because you're in love. Durch gewisse Eigenschaften von Menschen, weil du die verliebt bist. Also man wird blind. This blindness, is it just a stereotype we have in society? Or is it actually a scientific fact? Also diese Blindheit, ist es einfach ein Stereotyp in der Gesellschaft oder ist es eigentlich ein wissenschaftlicher Fakt? This is not just something made up by movies and fairy tales. It's a scientific fact that people become blind. Also das ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass Leute blind werden. Das ist nicht etwas, das aus der Gesellschaft hervorgebracht wurde oder von Filmen oder so, sondern das ist wirklich ein wissenschaftlicher Fakt. Want to be close to each other. They become blind to defects. What else? Also Leute wollen sich nahe sein, sie werden blind für gewisse Fehler der anderen Person. Was noch? Elas estão sempre em contato de alguma forma. They always keep contact in one way or another. Yes. Sie wollen immer irgendwie in einer gewissen Form Kontakt haben. Qual parte do dia? Zu welchen Zeit im Tag? Todo dia, toda noite. All day long, all night long.
die ganze Is Nacht. that what you wanted to say, Gail? Ist es das, was du sagen wolltest, Gail? Why is that? Why do people who are in love with each other are always in contact with each other, always want to be close, want to touch each other? Is it okay if I put touch down? Also, wieso ist es so, dass man immer sich nahe sein will, auch sich berühren will? Ist es okay, wenn ich hier hinschreibe Berührungen? Wieso ist das so? Okay, touch, contact. How does it work that people can spend half the night talking to their boyfriend, girlfriend on the phone? Wie kommt es, dass Leute die Kraft haben, die ganze Nacht mit ihrer Freundin oder Freund oder Partner zu sprechen? Genau, wie kommt es Ask dazu? them to watch videos of, I'm not going to say names now, but from the movement half the night, and people are like, after 10 minutes are like this. And when they speak with the person they're in love, it's just like. Also fragt die Leute, dass sie einen Vortrag anschauen durch die ganze Nacht hindurch von dieser Bewegung und dann redet man mit seiner Freundin oder seinem Freund, also seinem Partner, und man kann die ganze Nacht miteinander reden. So why do you think that is? Wieso denkt ihr, dass das so ist? Que é uma química So it's about chemistry entre essas duas pessoas. between these two persons. And what happens when this chemistry comes together and starts its work? Geht hier um Chemie sozusagen, also diese Verbindung. Und was passiert, wenn diese anfängt zu arbeiten? Diese Chemie oder Verbindung, dieses Verliebtsein. Technically issues? Gibt technische Probleme? So good. Yeah. Ist alles gut? Is Gabriella back? Ist Gabriela zurück? We just have a technical issue, so hold on for a second. Gives Ein everyone technisches time to Problem. think about answers. Das hilft, gibt jedem Zeit, Antworten nachzudenken, über Antworten nachzudenken. We're just waiting a little bit since Wir warten the kurz ein technical bisschen, issues are being resolved. weil es hier gewisse technische Probleme gibt, die wiederhergestellt werden müssen. What's the problem? Was ist das Problem? Oh. You assume. Oh. So we're back on?
Also wir sind wieder zurück. We said there's chemistry between the two people. Also wir haben gesagt, es gibt diese Chemie And zwischen den zwei Leuten. what happens when this chemistry is firing up? Und was passiert, wenn diese Chemie aufgetankt wird sozusagen? Toda essa forma de estar junto, de se comunicar muito, diminui também. So all this behavior of lots of communicating, etc., it comes to an end. It stops. Also Comes to an end when Yes. chemistry is starting to fire up. Also wenn diese Chemistrie aufkommt When chemistry is oder starting to happen between two anfängt people. zu passieren zwischen zwei Menschen, was passiert dann? I'm still at what happens when people fall in love with each other. What happens to us? Ich frage immer noch die Frage, was passiert, wenn Leute ineinander verliebt sind oder verliebt werden? Was passiert denn We mit den said they Menschen? want to be 24/7 close. They're blind. They want to wir haben- touch, contact 24/7. Wir haben gesagt, sie wollen 24 Stunden, 7 Tage die Woche miteinander zusammen sein. Sie sind blind, sie wollen sich berühren, anfassen. And you Sie haben mentioned diese it's Chemie. because of die the Chemie chemistry zwischeneinander. between two people. Und du hast gesagt, es ist wegen dieser Chemie zwischen diesen Which I zwei agree with. Leuten, mit dem ich And I want to übereinstimme. ask further, Und jetzt what möchte ich does weiter this fragen, chemistry, I say it different now, what does this chemistry release? und jetzt frage ich es anders, was tut die Chemie freischalten sozusagen? Not necessarily looking for the hormone name, just in a common language. What happens when this chemistry starts to fire up? Also ich schaue jetzt nicht nach diesem Hormonnamen, sondern was passiert, wenn diese Chemie anfängt, zwischen den zwei Menschen aufzukommen? Eu acho que existe mais cumplicidade, existe uma união maior. So there's an increase of companionship and of union. Es gibt ja eine Zunahme And that an union is being lost back there. Verbindung und dann wird die Verbindung wieder getrennt da hinten. Não é a mesma intensidade, pode ser no início, falando de casamentos normais do mundo, So pode ser secular. not that it get lost completely, but there may even be some left at the beginning of the marriage, if we consider like a secular normal Also es geht nicht komplett marriage. verloren, I don't want aber to es kann go to weniger this werden. side. I want to stay here and understand what happens here. Also ich möchte jetzt nicht auf die Seite gehen nach der Ehe, ich möchte verstehen, was hier Let's see what passiert. Gail has to say. Lass uns sehen, was die Gail sagen möchte. Once they have all that closeness and the blind, the touch, the contact, they fall in love. They deepen in love. Sobald sie diesen Kontakt haben und sich berühren, verlieben sie sich. I Ja. mentioned or gave an example, ask a person for half the night, watch presentations. Ich habe ein Beispiel gegeben. Frage eine Person, sie solle die ganze Nacht Präsentationen They angucken. quickly fall asleep Bald least some. würden sie einschlafen, zumindest die and meisten. ask the person half the night to be with their person they're in love with. Und fragt die Person, in der sie verliebt sind, ob sie das machen würden. Die ganze Nacht aufbleiben und dann easy. miteinander reden. Und es ist einfach. Why is that? Wieso ist das so? So Rosie mentioned chemistry, Und Rosie hat dann gesagt, wegen der Chemie. which I agree with, but I want to know more. What happens in our body? Und damit stimme ich überein, aber ich möchte noch mehr wissen, was passiert mit unserem Körper.
Adrenaline. Carla, if we go to names, then we also mention what Carla said. She says, otoxin, I'm not sure if I say it correctly in English, is released. Also, sie hat gesagt, and that gives pleasure. Gucken. Also das bitte. Are you familiar a bit with that? Ich muss kurz übersetzen. Also Oxytocin wird freigesetzt. I'm not und das sure how to say it in English, Freude. but I think everyone knows it. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt, aber ich glaube, so what happens when you fall in love? Also was passiert, wenn man sich verliebt? For whatever reason, you're starting to be attracted to a person. Aus welchem Grund auch immer, man fängt an, einer gewissen Person attraktiv zu finden. And the body inside reacts to that. Oder anziehend zu finden und der Körper reagiert darauf. Toxina. These hormones. Und der Körper produziert diese Hormone. And an easy one is adrenaline. Ein einfaches Hormon ist Adrenalin. And what happens when you have a lot of adrenaline? Und was passiert, wenn man so viel Adrenalin hat? It says. Go ahead, Rosie. O coração dispara, da ansiedade de estar com a pessoa. So the heart starts to beat quickly, and you're excited about being with that person. Das Herz fängt an schneller zu schlagen und man ist sehr aufgeregt, mit der anderen Person zusammen zu sein. Excitement, heartbeat. Also Aufregung und Herzschläge. So we know adrenaline from the flight response. Und wir kennen Adrenalin von dieser fluchtartigen Antwort auf gewisse Sachen. So adrenaline is being released and it gives you this extra power. Also dieses Adrenalin wird freigeschaltet sozusagen und dann bekommst du diese extra Kraft. Und wo ich jetzt hinkommen wollte eigentlich, in summary, zusammenfassend, this is a class about baptism, not about courting. Hier geht es um die Taufe und eigentlich nicht um diese Kennenlernphase, dieses Courting. Wenn du dich verliebst, the reaction of your body is that it releases more energy. Ist diese Reaktion von deinem Körper, dass du mehr Energie bekommst. That's why you're able to be all night awake, und doing fun things with the person you love. Deswegen kannst du die ganze Nacht wach bleiben und mit der Person, den du liebst, wach bleiben and during und Sachen the day machen. You work then. No und während dem Tag arbeitest du noch und es ist kein Problem für dich. You are 24/7 in contact and there's this excitement. Du bist 24 Stunden und 7 Tage miteinander in Kontakt und es ist kein Problem. So when you're in love, the body releases the extra energy. Also wenn du verliebt bist, dann tut der Körper diese extra Energie freischalten. Plus it, correct me, but it stimulates the parts of the brain where it gives you a situation like you're high. Und es stimuliert dein Gehirn sozusagen, dass du, als ob du high wärst. Does that make sense when I say it like this in English? Macht es Sinn, wenn ich das so sage? Being in love is a very dangerous situation. You're high and you have a lot of energy. Ist es sehr eine gefährliche Position, weil du hast viel Energie und bist high. So, and after you start having this bodily reaction, und nachdem du diese körperlichen Reaktionen hast, it lasts only a certain time period. Das dauert nur eine gewisse Zeitperiode. So Gabriel already mentioned it. Und Gabriel hat das bereits erwähnt. 12 to 24 months. Aber nach 12 bis 24 Monaten the body starts to calm down. Beginnt der Körper wieder ein bisschen runterzukommen und kommt zurück zum Normalen.
what would happen to us if we're constantly in love? Was würde mit uns passieren, wenn wir konsistent verliebt wären? If we constantly in our body would stay in that status. Wenn wir konsistent in unserem Körper diesen Status hätten. Gabriel? Oh, the release of adrenaline is necessary, but on a long term, it's not healthy at all. Also ein gewisses Adrenalin ist wichtig, aber für eine längere Zeit ist es überhaupt nicht gesund. What is love sickness becomes just common bodily sickness at some moment. Weil diese Liebeskrankheit sozusagen wird dann wirklich schlimm. When you would stay in that situation, you would end up dying. Also das ist wahr, wenn man in dieser Situation so bleiben würde, dann würde man irgendwann sterben. So it's a safety mechanism that after some time these things slow down. Also es ist ein Sicherheitsmechanismus, dass nach einer gewissen Zeit diese Symptome runtergehen, sich beruhigen. But this is, oh sorry, Rosie. Esse período é um período limitado, porque ele passa a ser nocivo. So this period is a limited period. It becomes addictive. E mesmo pessoas que não têm um controle nesse período fazem coisas ruins. Sorry, I said addictive. I think it's harmful, exactly. E depois você disse, desculpa. E mesmo pessoas nesse período que perdem o controle, se tornam possessivas, fazem coisas ruins também. Se nesse período perdem a... If people lose their control during that time, they can really get crazy, like become obsessed or possessive. Können Leute sehr besitzergreifend werden. On the other hand, you need this. You need that reaction. Der anderen Seite braucht man diese Reaktion. It serves like a glue to your partner. Es dient wie ein Leim oder Kleber zu deinem Partner. Aber wenn es für immer so bleiben würde, dann würde man sterben. So, what changes when you get married? Also was ändert sich nun, wenn man heiratet? You know now what is happening when you're in love. Wir wissen, was passiert, wenn man verliebt ist. Counsel is that within this time period where you're high, you shouldn't get married. Und dieser Ratschlag ist eigentlich da, dass wenn man in dieser Zeitperiode, wo man high ist, sozusagen, sollte man nicht heiraten. When you're back down to earth, you can consider marriage. Wenn man sozusagen wieder zurück auf der Erde ist, dann kann man die Ehe betrachten. Among other aspects. Natürlich noch mit anderen Aspekten. Now when we are married? Also was passiert nun, wenn man heiratet oder verheiratet ist? What changes? Was verändert sich? You should be fine when there's not much closeness anymore. So you should be able to continue your daily life. So for instance, if my partner is going to go out to work, or we're separating for that moment, we're not going to have that 24/7 contact. I should be able to handle these things once I start getting married. Man sollte Know each other now, Man sollte nicht mehr, man hat dann nicht mehr vielleicht diesen 24/7 Kontakt zusammen. Das heißt, der Partner geht vielleicht auch zur Arbeit. Man hat diesen Alltag, den man handhaben muss. Thank you, Gail. Danke, Comment from Carla. Ein Kommentar noch im Chat von Carla. If the loves remained, we would be under an endless illusion. It's important to know people as they really are so that we can love them unconditionally. That is despite their flaws. Also wenn die Liebenden blieben, würden wir einer endlosen Illusion unterliegen. Es ist wichtig, die Menschen so zu kennen, wie sie wirklich sind, damit wir sie bedingungslos lieben können. Das heißt, trotz ihrer Fehler.
permaneçam nesse amor incondicional, independentemente das suas falhas. So essentially, when you get married or when you pass this time period, Also wenn man heiratet und nach dieser Zeitperiode steht und zurückschaut, the adrenaline stops. Dann hört das Adrenalin And auf. The highness, you come back down, you calm down. Und dieses High-Sein, man kommt zurück und man tut sich wieder beruhigen. And the problem is when people start to feel that they're calming down. Und das Problem ist, wenn Leute sich so fühlen, dass man so abkühlt oder runterkommt, is not there anymore. Dann gibt es kein Adrenalin mehr. I don't get a heartbeat anymore when I see my spouse. Ich habe keinen Herzschläge mehr, wenn ich meinen Partner sehe. It's not as exciting as the first date. Es ist nicht mehr so aufregend wie dieses I don't need to erste be with them Date. 24/7. Ich muss nicht mit ihnen 24/7 sein. And now I see all their defects. Und jetzt sehe ich alle ihre Fehler. What do people end up thinking? Was denken die Leute am Schluss? Am I still in love? Also sie denken, sind wir immer noch verliebt? I think I'm the wrong person. Ich denke, ich habe die falsche Person. Then you pull up your phone and you go on Tinder or whatever, Bumblebee or whatever they are called. Und dann nimmst du dein Handy und bist auf Tinder, dieser Dating-App. So something changes here. Also etwas ändert sich You hier. come back to earth. Man kommt zurück auf die Erde Adrenaline stops. und das Adrenalin But hört now- auf. If you do it right, I suggest. Und jetzt, wenn man es richtig macht, schlage ich vor, Other things kick in. dann kommen andere Aspekte. Now Hinzu. it's not so much about the adrenaline, the fun. Jetzt geht es nicht mehr so sehr um dieses Adrenalin, diesen Spaß. Now it's about trust, Jetzt geht es hier um Vertrauen, long lasting. über dieses Langfristige. It's not about the short moment, it's about the whole path. Es geht nicht um diesen kurzen Moment, sondern um diesen langen gemeinsamen Weg. And different parts of your brain get stimulated now. Und andere Teile in deinem Kopf werden jetzt If we would do stimuliert, things right wenn wir Sachen richtig machen with our würden, relationship. mit unserer Beziehung. But in our world, as always, Aber in unserer Welt, wie what immer, are we always taught in social media or in life, in society? was wird uns immer gelernt, ob es jetzt in sozialen Medien sind oder in der Gesellschaft? Gabriel? Gabriel? I think many therapies or approaches from church, for example, circle around reviving this initial feeling of passion. Also viele Leute denken, ob es jetzt von der Gemeinde ist oder so, dass man dieses Gefühl dieser Zuneigung Yes. So beibehalten kann. I see often Soll. Online advertisement where they start playing games. Ich sehe online oftmals diese Werbung, dass man anfängt, Spiele zu spielen, Like challenges, activities, things like that. also für Herausforderungen oder Aktivitäten, die man What was zusammen my macht. question before? Was war meine Frage vorher, bevor Gabriel geantwortet hat? I don't remember. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. ¿Qué es lo que la sociedad te propone cuando What does What do Para society, recuperar what do we la pasado. learn? Okay, thank you. yes. Also die So Frage what do you war, think? was lehrt uns die Gesellschaft? So Gabriel, I understand it's like there's an attempt to go back here. Also die Gesellschaft sagt so, Gabriel sagt,
dass es einen Versuch gibt, dass man zurück zu diesem Stadium kommt hier. Rosie? Habilidade de manter isso aceso. Quando a mulher não tem que se vestir bem em casa, não pode se mostrar cansada, não pode estar... I believe there's a heavy weight resting on women. They always need to be need to dress up. They need to be good looking, and Sie müssen immer gut and they aussehen, not allowed to be sein. tired. Always available. Immer verfügbar Uma cobrança sein. grande para a mulher. This is really Eine große Last demanding oder sehr on anstrengend für Frauen. Gail? Then after that, you basically, you need to start having children. Is a command after all that wonderful courtship. There's no kids involved and everything. You go into the part of the marriage. You have the trust, the long lasting, and then it's the I think we should have children. But sometimes the woman doesn't want to have any children, but you have that pressure. Also nach dieser Courtship-Phase, wo man sich kennengelernt und geheiratet hat und dann dieses Vertrauen hat und diese Langfristigkeit, dann müssen Frauen Kinder bekommen, obwohl sie das vielleicht manchmal nicht wollen. I'm quite direct. Why do children come after marriage? Wieso kommen Kinder nach der Ehe? Ich bin jetzt ziemlich direkt. And I approach it from the negative side, sorry now. Und ich tue es jetzt von der negativen Seite anschauen, es tut mir leid. Não tenho certeza, mas so I'm not sure. Bin mir nicht se a sicher. minha resposta está certa, mas o que eu vejo é que se for antes, So what I see, if it was to be before, Also wenn ich denke, quebra dass sie vorher sein müssen, esse período, muda muita coisa. this would interrupt or break this period. Many things would change. dann würden sich viele Sachen ändern. É como se fosse rompimento, choque. It's like an interruption. It's like a shock. E depois do casamento é uma, segundo a sociedade, é algo que é logo que deve vir após o casamento, filhos. And according to society, this is what it is expected. Right after getting married, you're expected to have children. Essa também representa o bom casamento, a cultura do bom casamento. Então, eles estão gerando filhos, está dando tudo certo. So this is like this image of a functioning marriage, which is, this is how it's supposed to work. You know, you're supposed to have children, everything is fine. Gute Familie sollte Kinder haben. Es ist eine gewisse Erwartung von der Gesellschaft. We're not ready before mentally to raise children. Also Elisa hat gesagt, wir waren vorher nicht bereit, mental Kinder zu erziehen. And Katja says it is represented as a blessing of the union. Und Katja sagt, es repräsentiert den Segen dieser Gemeinschaft oder Vereinigung, Verbindung. Pensaba en el fato de que sea algo negativo. So I was thinking about this negative aspect that you mentioned. Ich habe Como un über diesen motivo para estar negativen juntos. Aspekt nachgedacht, Like a motive erwähnt to hast. have to be together. Dieses Motiv, dass man zusammen sein muss. So, Gail. Okay, Gail. Thank you. Danke. I just want to maybe just ask a question. Elisa said persons are mentally prepared. So what makes you mentally prepared? She says not ready, mentally prepared. Yes. So she says not ready, mentally prepared for children. So what then makes you mentally ready to have the children? So now we're going full into courtship and marriage. Also, sie sagt, die Elisa hat geschrieben, sie waren vorher nicht mental bereit, Kinder zu erziehen, und die Gail hat gefragt, was macht denn eine Person sie mental bereit, um Kinder zu erziehen? Was macht es aus? Gail wants you to answer in the chat, so I'm not going to answer it.
Also Elisa, Gail möchte, dass du antwortest im Chat, so werde ich es nicht beantworten. Like, I give my input now, okay? Ich gebe jetzt meinen Input, okay? I agree with what was said. Ich stimme damit überein, was gesagt wurde. What I see, what society teaches us in general, Was ich sehe, was die Gesellschaft uns lehrt, so generell, that everything is about an emotional kick. dass alles um diesen emotionalen Kick oder ja, diesen Does that make Ansporn sense when I say it geht. that way? Emotional kick. Macht es Sinn, wenn ich es you so see sage? it on social media. That's why we're so deep into this information war. Also wir sehen es auf den sozialen Medien, deswegen sind wir hier so tief in den zwei Informationsströmen, diesem Informationskrieg. It's all about clicks and attention. Es geht überall um diese Klicks und diese Aufmerksamkeit. And the more emotional messages you send out, the more emotional responses you receive. Und desto mehr emotionale Botschaften man raussendet, desto mehr emotionale Antworten kommen zurück. Then we go to the nature of man. Und dann gehen wir zur Natur des Menschen. We love this. We love falling in love. Und dann, wir lieben es, verliebt Because zu it gives sein, us an emotional kick. weil es uns einen emotionalen Kick oder diesen emotionalen Ansporn This gibt. kick is slowing down. Und dieser Ansporn oder dieser Kick And we wird need the kleiner. next kick. Und wir brauchen diesen nächsten We need the next Aufschub oder adrenaline push, if I could say it that way. Wir brauchen diesen nächsten Adrenalinschub, wenn ich das so sagen And my kann. suggestion that often, not always, obviously, Und mein Vorschlag ist, dass nicht immer natürlich, aber but I think oftmals too often people fail in their marriage to make this switch. viel zu oft tun Ehepartner in der Ehe in dieser They're not Änderung high any fehlschlagen. longer. Sie sind nicht mehr in diesem They got Zustand married, des maybe too early. High-Sein. Sie sind vielleicht zu früh, haben sie And now vielleicht you're geheiratet. Und jetzt ist man And you sozusagen try stecken to cover it geblieben. up by the next emotional kick. Und du versuchst es zu überdecken And mit there dem comes nächsten baby number one. emotionalen Kick und da kommt Baby Nummer 1 ins So Spiel. besides whatever you said, I think that would be my negative approach. Was auch immer ich bis jetzt gesagt habe, ich denke, das wäre meine negative Children are Angehensweise. replacing the emotional kick, which is lacking in marriage. Kinder ersetzen diesen emotionalen Kick oder Aufschub, der nicht mehr in der Ehe zu finden What you ist. said first, I really liked, but I don't fully remember it anymore. Was du zuerst gesagt Or was hast, it mochte Gail? ich I don't remember sehr, even aber anymore. ich weiß nicht mehr genau, was es war. But it's here, it's this switch. Here's about, if I call it my terms, it's about peace. Aber wenn ich es in meinen Worten sage, dann geht es hier eigentlich um Frieden. This is excitement and adrenaline and fun. Hier geht es um dieses aufgeregt zu sein. Spouse needs to change. Aber unsere Beziehung zu unserem Partner muss sich verändern. Where this relationship just doesn't work for a moment, but for a long period. Diese Beziehung sollte ja nicht nur für einen Moment halten, sondern für eine lange Zeitperiode. And human beings are built, if for the long run, they need consistency. Und für diese Langfristigkeit braucht man Konsistenz. They need to trust, they need to have Es confidence braucht in this other person. Vertrauen. Man muss dieses Vertrauen haben in die andere In Person. summary, peace. Zusammenfassend diesen Frieden. So Elisa is answering to Gail. Also Elisa hat jetzt Gail geantwortet. Gail, I believe we should be out of that lovesick period, therefore at least after marriage. Otherwise, we are still not fully awake from that high feeling and not mentally ready to take care of ourselves and our couple, therefore surely not children. Also Gail, ich glaube, wir sollten aus dieser Liebeskummerphase heraus sein, also spätestens nach der Heirat.
Andernfalls sind wir noch nicht ganz wach von diesem Hochgefühl oder Highness und geistig nicht bereit, uns um uns selbst und uns als Paar zu kümmern, also sicher nicht um Kinder. I move on. Ich mache jetzt weiter. Ich werde das jetzt nicht weiter We besprechen. spent a long time now about this. Also wir haben jetzt sehr viel Zeit damit verbracht hier. Why? Wieso? What other parable can we lay over this now? Welche anderen Gleichnisse können wir jetzt darüber legen? Louder? Yes, Lauter? baptism. Die Taufe. So remember our study here, we said marriage is like baptism. Also erinnert euch über das Studium hier, wir haben gesagt, die Taufe ist wie, die Ehe ist So wie we die just Taufe. looked at how we fall in love, how it works, or how being in love works. Also somit haben wir uns jetzt angeschaut, wie es funktioniert, wenn man verliebt ist. And when you get married, there's something changes in your relationship. Und wenn man heiratet, dann ändert sich etwas in deiner Beziehung. So now we're just going to replace marriage Und jetzt werden wir einfach diese with Eheschließung baptism. oder Hochzeit mit der Taufe austauschen. And now it teaches us about what? Und jetzt lehrt es uns über was? Now it's not about two people. Jetzt geht es nicht mehr um zwei Leute. Now it's about whom? Jetzt geht es hier um wen? Um wen geht es hier? Your relationship with Christ. Deine Beziehung mit Christus. So here you know what happens when you fall in love with Christ. Also hier weißt du, was passiert, wenn du mit Christus You verliebt know now bist. what's supposed to happen or what will Du happen. weißt jetzt, was passieren wird oder normalerweise passiert. Marriage or courtship and marriage become a parable. Diese Gleichnis, dieses But Eheschließung you und have all this dieses excitement and Courtship wird ein adrenaline. Gleichnis. Man hat all diese Aufregung und diesen But is Adrenalin, that supposed to stay? aber soll dieses Zustand so bleiben? We just had it in a parable. We just need to copy and paste now. Wir hatten es jetzt gerade im Gleichnis, wir müssen einfach nur es kopieren und einfügen. No. No. Nein. Yeah. Porque agora começa relacionamento, começa essa troca, agora não é mais emocional. Because now the relationship begins. Now the exchange begins. It's not about Jetzt emotion. beginnt die Beziehung. Como num und, casamento é o es que geht vai nicht nur um deixar die essa relação Emotionen. duradoura. Just like in marriage, this is what So wie makes der a relationship Ehe. last. Das ist etwas, So was die are we Beziehung starting to see langfristig sein what this lässt. is about? Also fängt ihr an zu sehen, worum es hier geht. It's nice to speak about falling in love and then marrying. That's fun. Es macht Spaß, darüber zu sprechen, wenn man verliebt wird But und now dann bring it to you in heiratet. Christ. Aber jetzt bringt es zu Christus und dir selber You fall in love, persönlich. you date Christ. Du verliebst dich und du tust Adrenaline. Christus daten. Du hast You can do Adrenalin. everything. It's energy. Du kannst alles tun, du hast diese Energie. You want to marry. Und dann möchtest du heiraten, Baptism. die Taufe. And suddenly, Und plötzlich you see all the defects. siehst du alle And you Fehler. don't want to spend time 24/7 with this message. Und du möchtest nicht mehr 24/7 mit dieser Botschaft And you might as verbringen. well skip a camp meeting. Und du würdest vielleicht auch einfach mal ein Camp-Meeting überspringen. People do not make the switch. Leute machen diesen Wechsel nicht. Here, your relationship with Christ is changing. Hier verändert sich deine Beziehung zu It's Christus. not built to be that
adrenaline or emotional kick all the way through. Es geht hier nicht um diesen emotionalen Kick oder dass es hier so durchgehend How's it like when you're on weitergeht. the first date? Wie ist es, wenn man auf dem ersten Date ist? Auf diesem ersten Treffen? Are you not super nervous? Like, how do I look? Bist du da How do nicht I smell? mega nervös? Wie schaue ich aus? Wie rieche ich? Can I replace nervous with fear? Kann ich jetzt dieses nervöse Sein mit Angst Will my ersetzen? partner accept me? Wird am I mein good Partner enough? mich akzeptieren? Bin ich gut genug? Fear. Here's fear. Angst. Hier kann man Angst hinschreiben. But at marriage, Aber an der Eheschließung, with what an is der fear Hochzeit, replaced? durch was wird diese Angst ausgewechselt? Someone wants to say, Matthias? Or who is it? Jemand möchte es sagen? Wer? Was? Peace Peace. Durch Peace. and Frieden faith. Faith. und Glauben. I say now love. Ich sage jetzt durch Liebe. Because when you look at this love here, it is peace. It's calm. Denn wenn man sich diese Liebe hier anschaut, dann ist es Frieden, es ist It's ruhig, long lasting. es ist sehr langfristig. Not, for I will be with you until the end of time. And so it's long lasting. Yes. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, dass Christus gesagt hat, ich werde mit dir sein auf deinem Weg und somit ist es langfristig, für eine längere Zeit. What's the first angel message? Was ist die erste Engelsbotschaft? And what's the second? Und was ist die zweite Engelsbotschaft? And the fear needs to be replaced with what? Die Furcht muss ersetzt werden mit was? Diese Angst. First, God preaches fear, Zuerst predigt Gott diese Angst, but then he says, fear not. aber dann sagt er, fürchte dich Fear needs nicht. to be replaced with love. Die Angst muss ersetzt werden durch Liebe. That kind of love which takes you all the way. Diese Liebe, die dich durch die ganze Zeit hindurch trägt. But people here, shortly after marriage, Aber Leute hier, kurz nach der Hochzeit, I don't have the same emotion when we used to date. sagen sie, ich habe nicht mehr die gleichen Emotionen wie Maybe früher, I'm wo not in wir love uns with you anymore. gedatet haben. Jetzt bin ich vielleicht nicht mehr in dich There's not this verliebt. emotional kick. Ich habe nicht mehr diese emotionalen So maybe Ansporn. this is not just the one Kick. for me. Vielleicht ist das einfach nicht die richtige Person für mich. Isn't that what is causing the mess in this movement? Ist es nicht das, was diese Unordnung oder diese Probleme verursacht in der Bewegung? When you're married, most likely you move together Also wenn du heiratest, dann tut man meistens zusammenziehen and you're always together. und du bist immer zusammen. You have the same house, the same car, Du hast das gleiche Haus, das the same gleiche bathroom. Auto, It gets boring. das gleiche Badezimmer, es wird langweilig. And people, sorry that I asked last question now, but I want to get somewhere tonight. Es tut mir leid, dass ich weniger people Fragen start stelle, aber to ich möchte not irgendwo hinkommen. Put effort into the relationship anymore. Heute Abend. Leute fangen an, weniger Anstrengung in die Beziehung Like reinzugeben. they stop shaving. Also sie hören auf, sich zu They rasieren. start smelling badly because they think, oh, it's just my spouse. Sie fangen an, schlecht zu riechen, weil sie denken, ja, es ist nur mein Partner. And you don't have just a change of love. Now love is being put out. Das ist nicht nur diese Veränderung zur Liebe, sondern die Liebe wird jetzt so wie I think so ein that's just the bisschen problem we have with members in weggedrückt. this movement. Ich denke, das gleiche Problem haben wir einfach mit Mitgliedern in dieser Bewegung. I'm baptized. Ich bin getauft And now what? und jetzt was? Where's the next emotional kick? Wo ist dieser nächste emotionale Kick? And if you realize there's no kick coming, Und wenn du realisierst, es gibt gar keinen nächsten Kick,
maybe after all, this movement is not for me. Vielleicht dann ist diese Bewegung gar nichts für mich. So we need to be careful. What kind of relationship do we want with Christ? Und somit müssen wir vorsichtig sein, was für eine Beziehung wir wollen mit Christus. Is it a Tinder relationship? Ist es eine Tinder-Beziehung, Where you always want to be high? wo man immer high sein will, also auf diesem Höhepunkt? Or is it something long-lasting? Oder ist es etwas But when it's Langfristiges? long-lasting, Aber wenn es langfristig when you ist, want to have long-lasting love, also wenn du diese langfristige Liebe haben möchtest, you have to put effort into it. dann musst du auch Anstrengung Here, your body reinbringen. gives you the extra energy. Hier gibt dir dein Körper diese extra Here, Energie. you have to put the extra energy in by choice, in will force. Und hier musst du diese extra Energie durch deine Entscheidung And reinbringen, I durch think deine eigene people spend just Stärke. so long in the marriage to Christ that they're like, Und ich denke, die Leute sind schon so Whatever. lange mit Christus verheiratet, dass sie einfach denken, ja, was auch immer. why did we go there? Wieso sind wir jetzt da hingekommen? Yeah, the parable, yeah, I wanted to look at this because I wanted to replace it with baptism to bring it back to us. Also ich wollte dass wir uns dieses Modell hier anschauen, damit wir dieses Modell der Taufe drüberlegen können und dann zurück zu uns I think I kommen. made my point. Ich denke, ich habe meinen Punkt gemacht. So when you get baptized, this is the beginning. Also wenn du getauft wirst, dann ist es der Anfang. Expect a change. Man erwartet eine Veränderung And we need to learn how to have this love long lasting. und man müsste lernen, wie man diese Liebe langfristig aufrechterhält. Es ist vielleicht nicht so wie am Anfang, But it has its own designed work or aber purpose. es hat seinen eigenen Zweck oder Grund. So Pedro, I'm not sure if he's there. Pedro, ich bin mir nicht sicher, ob er Ah, hier yeah, ist. sorry, Rosie. Rosie? Tanto no casamento, In both cases, in In baptism beiden Fällen, as well as in marriage, in der as Taufe, aber pessoas auch in der Ehe, se esquecem que elas fizeram votos. people forget that they took vows. E como o texto de Ellen White disse hoje, elas assumem publicamente isso. And as we read from Ellen White's quote, they do it publicly. Aceitam essas regras. They accept these rules. Eu vou estar com você na doença, I'll be with you in na saúde, sickness and health, na tristeza, na alegria. sadness and joy. E quando a gente está no movimento, a gente também fez votos, quem foi batizado. As we enter the movement and get baptized, we also vow. E publicamente a gente aceitou isso. We accepted these vows publicly. Então a gente é consciente de que nós precisamos lutar, nós precisamos crescer. So we are well aware that we need to fight for it and that we need to grow. E que os votos são o benefício para que a gente possa estar crescendo, que a gente possa seguir correto. And these vows, they are for our own benefit, so that we may keep growing and advance. Dass wir weiterhin wachsen und fortschreiten sind. Danke, dass du uns daran erinnert hast. Pedro, this morning, I asked this morning a question. Ich habe heute Morgen eine Frage gestellt. I asked what would happen if we would just remove baptism. Ich habe heute Morgen gefragt, was würde passieren, wenn wir die Taufe einfach wegnehmen würden, entfernen. I'm not sure if you read the chat this morning, but Pedro commented on that. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr diesen Chat heute Morgen gelesen habt, aber der Pedro hat darüber kommentiert. And he said he thinks, if I represent him correctly now, that not much would change.
Und er hat gesagt, dass sich nicht viel verändern würde, wenn ich ihn jetzt richtig wiedergegeben habe. Do you agree with that? Stimmt ihr damit überein? Let's think about, in this movement, let's pretend we would take away baptism. No need to enter this movement to get baptized. Also stellt euch vor, man würde in dieser Bewegung keine Taufe mehr machen. Was denkt ihr dann darüber? Was würde passieren? Würde sich etwas verändern? Rosi? Eu acho que sem o batismo, qual seria a forma da gente... quais seriam as regras que nós deveríamos seguir se não tivesse o batismo? Without baptism, what would be the rules that we would be supposed to follow without baptism? Also, Nós não faríamos votos nenhum com Cristo. So there wouldn't be any vows that we take in regard to Christ? Isso não faria diferença? Wouldn't this make any difference? Würde das dann keinen Unterschied machen? I think Ich denke, to have vows or not doesn't mean you have rules or not. also wenn man Gelübde hat oder nicht, heißt das noch lange nicht, ob man Regeln hat. I think it's just a matter of publicly to everyone swearing, avowing that you will keep them. Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man öffentlich zu jedem verspricht, dass man diese Taufgelübde einhalten If you wird. take that away, Wenn man das wegnimmt, prove me wrong, I don't think it would do away with the rules we might have. dann denke ich nicht, dass es einen Unterschied machen würde mit den Regeln, die wir haben. Publicly vowing to it, this promising, that puts it away. Einfach dieses öffentliche Versprechen, das würde es wegmachen. Can people have a wonderful relationship without being married? Können Leute eine wundervolle Beziehung haben, ohne dass sie verheiratet sind? Can they respect one another? Be kind? Können sie sich respektieren und freundlich miteinander Can they have a sein? wonderful life Können sie ein wunderschönes Leben without haben, having made that promise to a civil person? ohne dieses Versprechen zu einer Person We zu say geben? yes. Wir sagen ja. Then I think about baptism would be the same. Dann denke ich, bei der Taufe wäre es das Gleiche. I actually tend to agree with Pedro. Ich neige dazu, mit Petro übereinzustimmen. For those who are committed, I think not much would change. Für diejenigen, die wirklich committed sind, also sehr For sich those who einbringen vow in die to be Botschaft faithful von to their spouse, und die sehr treu mit ihrem Partner sein get werden married. und verheiratet sind, After würde keinen the großen civil Unterschied wedding machen. was done, they cheat on their spouse. Nachdem sie geheiratet haben, können sie ja auch ihren And they Partner divorce. betrügen. Und dann scheiden sie Same sich. with baptism. Und das Gleiche auch You mit der get Taufe. baptized and then you're Du wirst like, oh, getauft. this movement is not for me. I'm out. Und dann sagst du, diese Bewegung ist nichts für mich und ich gehe weg. So how I perceive it is, are you committed or not? Das heißt, so wie ich es anschaue, geht es eigentlich darum, ob man And then you don't need this sign, this tradition of ob man bowing to it. engagiert ist oder gebunden ist an diese Bewegung und dann geht es nicht mehr If you're darum, ob man committed, diese... you will anyway do it. If you're not committed, even if you vow to it, you will not do it. Also, wenn du dich dazu verpflichtest oder voll dich dafür einsetzt, dann wirst du es sowieso tun und wenn nicht, dann nicht. I like that. Você me faz pensar Egal, que ob du, é algo espontâneo. egal, So ob it du getauft makes bist oder me nicht. think about it as something spontaneous. Que Erinnert não mich é uma an so regra etwas que vai mudar, Spontanes que vai ist. fazer você cumprir. It's not like a rule that you suddenly end up following. Eu Es ist gostei nicht muito. eine Regel, Really like die du it. plötzlich folgst. Ich mag das wirklich. Baptism. Do we need it or we don't need it? Taufe. Brauchen wir die Taufe oder brauchen wir sie nicht? I'm gonna ask it flat out.
Ich frage die Frage jetzt einfach nochmal so direkt. I know Gail and Rosie, they already said this morning, yes, you need it. Also ich weiß, Gail und Rosie haben heute Morgen bereits gesagt, dass man sie Has your braucht. opinion changed or are you sticking to it? Hat sich deine Meinung verändert oder bist du immer noch fest zu deiner Still a Meinung? yes, Gail? Hast du immer noch diese Meinung? Ja. Rosie? Rosie? Eu estou na dúvida. I'm in doubt. Se, Ich habe Zweifel, porque me parece muito interessante a descrição que você fez. But the whole description you gave sounds really interesting to me. weil die ganze Beschreibung, die du gegeben hast, Me scheint fez sehr interessant für refletir mich zu sein. sobre ter regra para cumprir algo. It had me reflecting on having rules and in order to keep them. Ich habe über diese himmlischen Regeln Não precisa, gedacht. como você disse, não precisa dessas regras para esse casamento dar certo ou para esse casamento acontecer. It's not that you depend on Also es ist them nicht so, in dass order man to have a well-functioning auf or successful diese relationship or marriage. Taufe Então, isso oder me tende Eheschließung, a querer verpflichtet, mudar also dass du de das opinião. brauchst, um And this eine actually erfolgreiche Beziehung has zu me haben. changing my opinion. Und das lässt mich meine Meinung ändern. Barbara, hast du einen Gedanke? Eu estou pensando nas consequências de as pessoas não se batizarem. So I'm thinking about the consequences of people not getting baptized. Also ich denke über die Konsequenzen nach, What's your die conclusion? passieren würden, wenn I Leute don't nicht have a getauft conclusion. werden. Não tenho Ich habe conclusão. keine Schlussfolgerung. Mas estou pensando que quando a gente estava falando dos votos, But I was thinking when we were talking about the vows, Ich habe Antes darüber nachgedacht, wenn wir über die Gelübde sprechen. do batismo, a gente publicamente fala que vai guardar os votos. so before baptism, we publicly vow that we are going to obey Vor der Taufe tun wir the öffentlich vows. deklarieren, dass E wir uns an die concordo Gelübde halten werden. Na parábola do matrimônio, você não precisa fazer publicamente, não precisa fazer compromisso publicamente para se comprometer com a pessoa. And I agree that in a relationship, there's no need to publicly vow in order to be committed to that person. Sie stimmen damit überein, Mas dass estou man tentando nicht imaginar como verheiratet sein seria muss, fazer öffentlich mit dieser Person esse zusammen zu sein. compromisso se a pessoa batizar-se. So I'm thinking about how would this work out to dedicate yourself Ich denke in the darüber context nach, of baptism. wie man sich Can you gegenseitig rephrase the question? verpflichten What's the kann. idea? Kannst du I'm die trying Frage to nochmal follow you, wiederholen? but I haven't Ich versuche fully dir zu understood. folgen, aber ich habe es noch nicht ganz Como, verstanden. minha pergunta é como posso demonstrar, ou se eu preciso demonstrar meu compromisso. So I'm asking if it is necessary for me to show my Also ich frage mich, ob es commitment. notwendig ist, That's dass interesting. ich meine When Verpflichtung you oder meinen Einsatz zeige. stereotypically, when a woman and a man are married and they get in a Also- fight, Stereotypisch, wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind und sie anfangen, einen Streit zu let's haben. pull up our sexism. Lasst uns jetzt den Sexismus hervornehmen. She would say, "You never spend time with me. Würde sie sagen, du verbringst nie You Zeit don't mit love mir. me." Du liebst mich gar And what nicht. would he respond? Und was würde er antworten? I married you. Ich habe dich Isn't that geheiratet. proof enough that I love you? Ist das nicht Beweis genug, dass ich dich She liebe? says, yes, but I need to feel it now. Aber dann sagt sie, ja, aber ich möchte es jetzt So the problem is spüren. people would take this date and say, that's the proof of my love. Also Leute würden dieses Datum nehmen und sagen, das ist der Beweis meiner Liebe. And they think it's enough for a lifetime.
Und sie denken, das reicht für das ganze Leben. We should not make the same mistake with baptism where we think that's our proof of love to God and after that we're good. Und wir sollten nicht das Gleiche mit der Taufe denken, dass wir da denken, die Taufe, das ist es und das reicht für ein ganzes Leben. We need to demonstrate our love all the way through by little actions. Wir müssen unsere Liebe durch das ganze Leben hindurch zeigen, durch kleine Aktionen oder Taten. In sexism, I would say, you don't need a ring to prove your love. In Sexismus würde ich sagen, du brauchst keinen Ring, um deine Liebe zu beweisen. Since they're so close together, I would tend to argue, don't bash me for it, you don't need baptism to prove that you love God. Ich würde argumentieren, jetzt in diesem Fall, dass man nicht die Taufe braucht, um Gott zu Gabriela, lieben. and then you had the hand up. Then Zuerst Gabriel. So she was first. Gabriela. So, So one thing I worry about when we have this thought of not having baptism Also eine O Sache, que wo nos ich mir Sorgen preocupa quando mache, pensamos wenn wir em abolir o denken, dass wir nicht batismo, die o não ter Taufe mais haben batismo, sollen, is that with many things we supposed to have this common ground. com muitas coisas, espera-se que tenhamos fundamento em comum. So when we start removing all these things that supposedly are our common ground, Então, uma vez que a gente começa a tirar essas coisas que supostamente compõem o nosso fundamento comum, I guess people start feeling nervous about that. E parece que as pessoas começam a se sentir nervosas. It's like this fear kicks in of what's going to happen next. Parece que, de repente, começam a sentir esse medo. O que será que virá por próximo? So I think we need to replace that fear. E parece que precisamos substituir esse medo. And we need to start thinking differently on how we can have a new common ground. E precisamos pensar de uma maneira diferente de como conseguir esse fundamento em comum. But I still think that baptism is important. I just think that we need to maybe change the view that we have in regards it. Also ich denke, dass die How we Taufe see it immer noch important. wichtig ist, Ainda sim, penso que o batismo continua sendo importante, mas precisamos talvez considerar como abordar qual a importância que tem. What I hear you say, if I can say my words, was ich sagen kann mit meinen Worten, is that the change, I wiped it out, but the change we've gone through in the movement, dass diese Veränderung, die wir durchgemacht haben in der causes Bewegung, an identity crisis. eine Identitätskrise verursacht. And in an identity crisis, people need to hold on to something. Und in der Identitätskrise müssen Leute sich an irgendetwas festhalten. And people in a crisis tend to hold on what they know, what is familiar to them. Und Leute neigen dazu, in Krisen an dem festzuhalten, was ihnen bekannt ist, was sie wissen. And you're suggesting if we take something, we need to replace something where they can hold on to. Und dein Vorschlag ist, wenn wir das ersetzen müssen, dann müssen wir es ersetzen mit etwas, woran wir uns festhalten können. Would that be an accurate? Okay, good. War das akkurat? Ja, okay. Gabriel? So the issue that I have with just easily abolishing baptism Also das Problem, das ich habe, wenn man einfach jetzt diese Taufe wegmachen würde oder nicht mehr machen würde. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Symbols can have various meanings. Symbole können verschiedene Bedeutungen haben. And so it is also with
baptism. Und so ist es auch mit der Taufe. Ellen White describes in Steps to Christ. Und Ellen White beschreibt in Schritte zu Jesus. It's a symbol for being put into a grave. Die Taufe ein Symbol dafür ist, dass man wie in ein Grab reingelegt wird. In that time before your baptism. Du stirbst in dieser Zeit vor der Taufe. Und alle diese Menschen sterben. Then you get laid to rest and you resurrect, right? Und dann tut man wieder auferstehen. And she points us to the danger of people who get laid into the grave and who have not actually died. Und die Schwierigkeiten ist mit Leuten, die ins Grab kommen. So all I'm saying is there's more symbolism to baptism. Also alles, was ich hier sagen will, ist, dass die Taufe viel mehr Symbolik hat noch. So if I could translate it, it would be like saying we don't need to bury people anymore. We just leave them laying there and life carries on. Also wenn ich das jetzt übersetze, dann würde man sagen, ja, man muss die Leute nicht mehr begraben, sondern man lässt sie einfach dort liegen. Society and God's kingdom, and we need to follow them. Es gibt gewisse Gesetze in der Gesellschaft, aber auch in Gottes Königreich, und wir müssen denen folgen. Thank you, Gail. Danke. And I think she would be the last comment. And if Barbara gives us time, I would like to wrap up that subject tonight. Also noch Gail, und dann machen wir bald. So I just want to comment on the testimonies to the church. Also ich möchte einen Kommentar machen über dieses Zitat von Testimonies to the Church. When Ellen White says Christ has made baptism the sign of entrance, and there we put it, the sign of entrance to the. Wo Ellen White beschreibt in dem Zitat, das habe ich jetzt akustisch auch nicht ganz verstanden, tut mir leid. And then just to cut the whole thing short, she says it was a positive condition. Und sie hat gesagt, es ist ein positiver Zustand. Or should comply with. Das Zitat steht auf der Tafel da oben, falls ihr es nachlesen wollt. We're looking at this with everything that we've done on the board. Und wenn wir uns alles anschauen, was auf der Tafel steht, I guess that's why I still say baptism is relevant to enter into the kingdom of God. deswegen würde ich sagen, die Taufe ist immer noch relevant, um in das Königreich Gottes einzutreten. To be corrected. Aber es kann natürlich auch noch korrigiert werden. So my personal challenge to the last two comments would be, Also meine persönliche Herausforderung zu den letzten 2 Kommentaren wäre, what we did yesterday evening. was wir gestern Abend gemacht haben. We said sometimes we care about Ellen White and sometimes we don't. Wir haben gesagt, manchmal kümmern wir uns um Ellen White und manchmal nicht. So this morning I will wrap up. Also ich werde jetzt zusammenfassen. We read confidently and White tells us what to do. Heute Morgen haben wir ganz selbstbewusst gelesen, was Ellen White uns sagt, was wir tun sollen. I read it confidently, so. Also ich habe es ganz selbstbewusst But how do you gelesen. know that these quotes are valid? Aber wie weiß man, dass diese Zitate eigentlich When Ellen valide White sind? calls God Father, we don't agree with her. Wenn Ellen White Gott Vater nennt, dann stimmen wir damit When nicht she has a überein. sexist command, we don't obey. Wenn sie einen sexistischen Auftrag hat, dann When she gehorchen wir says the nicht. Sunday law will come, we say no, it won't. Wenn sie sagt, das Sonntagsgesetz kommt, dann sagen wir nein, es Why kommt should we nicht. take her word for baptism? Wieso sollten wir dann ihr Wort einhalten bei der Taufe? Does that make sense? Macht das Sinn? Good for you too. Gell, für dich auch? We obviously haven't thrown out everything that Ellen White has said. Aber wir haben nicht alles weggeworfen, was Ellen White gesagt hat. Am I Yeah, we haven't.
Nein, don't get natürlich me wrong. nicht. Bitte tut mich nicht falsch The verstehen. Bible and Ellen White are correct. We're standing on it. So Die Bibel und Ellen White sind korrekt und wir stehen dafür ein. I hope people don't twist my way of having class. Ich hoffe, dass die Leute nicht meine Worte verdrehen, wenn ich so den My Unterricht halte. fundamental question is, Meine fundamentale we Frage sometimes ist, take her word and sometimes we don't. manchmal tun wir ihr Wort buchstäblich nehmen und manchmal nicht. How do we get to pick and choose? Und wie können wir auswählen, was wir nehmen und was nicht? And now looking back, I think it's kind of cool the way how our classes have been going so far. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, dann denke ich, dass unsere Klassen ganz schön waren. Yesterday we talked about that issue with Ellen White. Denn gestern haben wir über das Thema mit Ellen White And what gesprochen. did we say? What trumps the Bible and Ellen White? Und was haben wir gesagt? Was steht über Ellen White und der Bibel? The lines or Die methodology. Linien Interchangeable oder die terms, I Methode. think. Die sind, So, the methodology, the lines Genau. should tell us, can we use those quotes or are they invalid for us? Also die Methode oder die Linien sollten uns aufzeigen, ob wir diese Zitate benutzen können für uns oder nicht. So I want to put in the record, Und somit möchte jetzt ich sagen, I'm not at all a point of reference in this movement when it comes to theological questions. ich bin nicht ein Punkt der Referenz, worauf man sich beziehen I'm not a kann, point wenn of es reference in this movement. Ich bin kein Referenzpunkt in dieser Bewegung, when it comes to theological questions. wenn es zu theologischen Fragen So, kommt. I'm just here. I was willing to moderate some classes. Ich bin willentlich hierher gekommen, die So don't go Unterrichtsstunden around zu and say moderieren. Tamina said or whatever. Also bitte geht nicht umher und sagt, Tamina hat gesagt oder was auch immer. I don't want to get into this mess the movement we are in and try to steer it up or fix it. Ich möchte nicht No, not my die job. Probleme, die wir in der Bewegung haben, noch zusätzlich aufmischen und das ist nicht meine Aufgabe. So I'm just sharing my thoughts now. Ich tue nur hier meine Gedanken teilen. People can give input, correct it, or prove me wrong or agree, Oder, whatever. Und Leute können entweder noch mehr Input geben oder mich falsch beweisen So for oder me, it has become, damit übereinstimmen. my emphasis has become that the lines methodology trump Ellen White and the Bible. Also, was ich gedacht habe, ist, dass die Linien und die Methode über Bibel When we und apply Ellen White method, stehen. we see if we can use an Ellen White quote for our day and age or not. Also, wenn wir die Methode haben, dann können wir sehen, ob dieses Zitat für unsere Zeit geschrieben, also anwendbar ist oder nicht. Is baptism still needed? Is already on the board. Und ich denke, die Antwort zu dieser Frage, ist die Taufe immer noch notwendig, ist bereits auf der Tafel. When you look at methodology, wenn wir uns die Methode betrachten, how important is that waymark or the symbol of baptism to this movement? Wie wichtig ist dieses Symbol der Taufe in dieser Bewegung? You covered it already. Wir haben es bereits behandelt. É que com o batismo a gente entra para o reino de Deus. By baptism, we enter God's kingdom. An der Taufe gehen wir in Gottes Königreich ein. Ja. E talvez a importância do batismo esteja nesse ponto, nesse marco. And maybe that's the importance of the waymark of baptism at that very point. Que é a entrada para o reino de Deus. Entering God's kingdom. Indem man in Gottes Königreich eingeht. Danke. So Elisa says it's very important, it's critical.
where do we sagt, es see ist that sehr on the wichtig, line? es ist kritisch. Wo sehen wir das auf der Linie? No hands, yeah. So Keine Hände, okay. what I saw, because I'm just learning as everyone else, I never intended to go into that subject. Also ich lerne so wie jeder andere auch. Ich habe nie den den Gedanke gehabt, in dieses Thema einzutauchen. Question about baptism, I think it's fair to say, to question also marriage. Also ich denke, wenn wir in die Taufe hinterfragen, dann denke ich, dass es auch fair ist, wenn man die Eheschließung, die Hochzeit hinterfragt. Also wenn man die Taufe nicht braucht, dann braucht man die Ehe auch nicht, würde ich sagen. If you remove baptism, you remove a pillar of our faith. Also Katja sagt, dass wenn man die Taufe wegnimmt, abschafft, scheint es, als würde man eine Säule unseres Glaubens wegnehmen. Was mir eine Antwort gibt, wenn wir die Linie anschauen, you see this waymark, 2001. Dann sieht man diese Wegmarke hier, 2001. And you see baptism and you see marriage. Und man sieht die Taufe und die Ehe, die Hochzeit. Two essential symbols who give us, who gives this movement credentials, if I could say it that way. Zwei essentielle Symbole. These two symbols tell us Berechtigung that we geben, are the church of God. dass wir sagen können, dass wir die Gemeinde Gottes sind. This movement has been chosen over the Seventh-day Adventist Church. Diese Bewegung wurde ausgewählt über der Adventgemeinde. What would happen if you would remove baptism? Was würde passieren, wenn man die Taufe wegnehmen I think it würde? would not change that much with our members. Ich denke, es würde nicht so viel mit den Mitgliedern verändern. But what would happen? What else would happen? Aber was würde sonst passieren? Yeah. If you come to this. Was würde Let me sonst ask a question. passieren? What would, if we remove baptism, what happens to the movement, not to members? Members, nothing will change. Also was passiert mit der Bewegung, wenn man die Taufe nicht mehr macht? Nicht What mit happens to Mitgliedern, the sondern structure of this was movement? passiert mit der Struktur dieser Bewegung, Rosie? Muda a estrutura também. Structure moves, changes. Die Struktur verändert sich. Why does it break? Wieso bricht die Struktur? Because along in our foundational for us, like a mark, a waymark, Das war ein mark, a Fundament waymark, für uns. like removing that Und das ist, symbol. als ob man Tem diese sido fundamental para nós. É como Wegmarke oder dieses remover o Symbol marco, esse wegnehmen símbolo. würde. Es ist wie, als ob Have man diese Wegmarke oder das a Symbol gap wegnehmen in our würde. line. Something will be missing in É our como line. Etwas wird in um unserer vão, uma Linie lacuna do fehlen. faltando. And if that's our methodology, it seems like something will be missing in our methodology. Und E wenn das se unsere essa Methode for a ist, dann nossa scheint es, als ob metodologia, etwas in parece unserer que a Methode gente fehlen acaba tendo algo faltando na metodologia, nas linhas. I think you're all very close of what Ich I denke, like to emphasize. Ihr seid sehr nah dran, was ich eigentlich den Punkt drauflege. What welchen I'm seeing Schwerpunkt. is Was ich sehe ist, when not medication. When our methodology trumps everything, wenn unsere Methode über allem steht and our methodology teaches us that here is marriage, here is baptism, und wenn unsere Methode uns lehrt, dass hier die Taufe ist, hier die and then we start to Hochzeit take out baptism, und wir dann die Taufe wegnehmen oder die it would Hochzeit, break the parable. dann würde es das It would be Gleichnis not brechen. consistent with our methodology. Dann wäre es nicht konsistent mit unserer Methode. And this movement would lose its entitlement to be Und the diese church of God. Bewegung würde diesen Titel, So maybe würde someone diese proves me Berechtigung wrong. oder diesen Anspruch verlieren, die Bewegung Gottes At zu the sein. moment, I think if we remove baptism,
Also jemand kann mich falsch beweisen, aber ich denke, wenn wir die Taufe in that wegnehmen, moment we end the movement. dass wir in diesem Moment dann auch gleichzeitig die Bewegung beenden. Because there is no legitimacy to it anymore. Weil dann gibt es keine Legitimität mehr. It's like Christ was never anointed by baptism. Es ist wie Christus wurde nie gesalbt an der Taufe. This movement wouldn't have been anointed. Diese There is no Bewegung reason for wäre us nicht to be here as a gesalbt movement worden. if we take Es up wäre baptism. kein Grund, dass wir als Bewegung hier sein würden, wenn wir die Taufe wegnehmen würden. My opinion in the moment, at the moment. Das ist meine Meinung jetzt Same with the momentan. marriage. Das gleiche mit der People say, Eheschließung, oh, mit der we're so liberal Hochzeit. now. Leute sagen, jetzt sind wir so liberal. We accept LGBTQ, plus. Wir akzeptieren LGBTQ plus und How so about weiter. if we open up to, what are these relationships called where it's more than two people? Wie wäre es, wenn wir Polyamorie? Polygamy? Wie wäre es, wenn wir noch Polyamorie I hope people haben? understand. Ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Why would we say no to that? Wieso würden wir Nein zu dieser Polyamorie sagen? In my opinion, I must say. In meiner Meinung nach. Because it would break the parable. Weil es das Gleichnis brechen würde. What does the parable of marriage teach us? Was lehrt uns das Gleichnis von der Ehe? It's a parable between God and an individual person. Es ist ein Gleichnis zwischen Gott und den individuellen Personen. If you remove marriage, you destroy the parable God has given to teach. Sorry, I'm so long. Also wenn man diese Eheschließung oder die Hochzeit entfernt, dann zerstört man dieses To Gleichnis, teach you about him and you. das Gott uns gegeben hat, um uns über ihn So we und can take it uns to an zu individual level, lehren. to a movement level. Also wir können es zu einer individuellen Ebene nehmen, zu einer Bewegungsebene, Where I think you need to keep up marriage and baptism. wo ich denke, dass man diese Taufe und Otherwise you break the Eheschließung parable. aufrechterhalten muss, weil sonst würde man das Gleichnis And brechen. that would be not according to our methodology. Und das wäre nicht gemäß unserer Methode. And methodology trumps everything. Und wenn die Methode über allem steht, And therefore, I considered that we take Ellen White quotes for how she said it. dann würden wir ja Ellen White Zitate nehmen, wie sie es buchstäblich gesagt hat. I was thinking, how does this relate to the Sabbath issue? Und ich habe gedacht, wie steht es in Bezug auf den Sabbat? Which often is being packed in this package of the reforms. Welches oftmals in diesem Paket der Reformen beinhaltet ist. And I think that's something different. Und ich denke, das ist etwas anderes. For me, when we talk about the reforms, Für mich, wenn wir über die Reformen sprechen, maybe I'm wrong, vielleicht bin ich falsch, but it's not about a parable. aber dann geht es nicht um ein Gleichnis. The reforms for me is about what kind of fitness do you need? What's the level you Dann need geht to es get bei to? den Reformen darüber, welche Fitness braucht man, auf welche Ebene muss man kommen. Do you need to, what kind of exercise program do you need? Welches Übungsprogramm brauchst du? So for me, the reforms have to do what is sanctification, like what scale, what level? Und für mich haben die Reformen etwas damit zu tun, was ist Heiligung? Auf welcher Ebene And müssen it wir would, da sein? depending on how this movement is going, Und je nachdem, wo die Bewegung hingeht, it's still sanctification. It will not break the parable how I see it. ist es immer noch diesen Heiligungsprozess und das würde dieses Gleichnis nicht brechen, so wie ich es sehe. I'm open to correction. Aber ich bin immer noch offen für die At the Korrektur, moment, I see für if you Korrektur. remove baptism and marriage, Aber momentan break the sehe parable. ich, wenn man diese Hochzeit oder die Taufe wegnimmt, dann and bricht if man we das change Gleichnis. reforms, Und wenn wir Reformen verändern, it would not break the parable.
Und wenn wir Reformen ändern, dann würde It's es just a nicht das different Gleichnis view of them. verändern. Es ist einfach eine andere Ansicht von diesen Did Taufgelübden. that make sense? Macht das Sinn? Good. Sorry Gut. for going over time. Es tut mir leid, dass ich über die Zeit hinweg Tomorrow, geredet habe. Morgen we go back to this question. gehen wir zurück zu dieser Frage hier. So you can start thinking about it again. Und somit könnt ihr nochmal darüber Let's pray. nachdenken. Lasst uns beten. Almighty God, we thank you for this time together. Lieber Gott, wir danken dir für diese Zeit zusammen And that we can consider your lines and methodology. und dass wir deine Linien und Methode anschauen That können, we can look betrachten back the können, way we have walked. dass wir zurückschauen können, den Weg, den wir gegangen sind. And as the Millwright saw, or as Ellen White saw, the foundation was built well. Und wie Ellen White es gesehen hat, das Fundament wurde richtig gebaut. Let us also please see that our foundation was built well. Lass uns bitte auch sehen, dass unser Fundament gut aufgebaut wurde. Please rekindle that. Please help people to rekindle the relationship with you. Bitte hilf den Leuten, dass sie ihre Beziehung mit dir wieder erneuern. And let their fear turn into love. Und bitte lass ihre Furcht oder ihre Angst in Liebe umwandeln, Which leads to that perfection of character. welches zu dieser Perfektion des Charakters führt. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.